Herzlich willkommen bei Rail Nation. Heute ist wieder der Bruno bei mir. Und Bruno, erstmal direkt einen schönen Karlauer. Was lange fährt, wird endlich gut. Das neue RTS ist live. Was heißt denn das neue RTS für unsere Fans? Also was können unsere Fans erwarten? Also wir haben das komplette Spiel nochmal von Grund auf neu programmiert, um die Performance zu verbessern. Vor allem im Endspiel solltet ihr das merken, dass das Spiel wesentlich schneller läuft und auch auf eure Änderungen reagiert. Und wir haben dann die Gelegenheit natürlich genutzt und auch ein paar neue Features und Balancing-Änderungen eingebaut. So, jetzt sind wir auch direkt im Spiel und schauen uns mal die Balancing-Änderungen an. Ich glaube, die erste große Baustelle waren die Städte. Was gibt es denn da zu sagen? Also jede Stadt kann jetzt pro Epoche nur noch 8 Level gewinnen. Gleichzeitig gibt es aber auch nur 8 Waren pro Epoche. Die Waren wurden jetzt in Epochen entsprechend eingeteilt. Und somit gibt es auch bei jedem Aufstieg der Stadt eine neue Ware. So, das nächste Thema sind die Betriebe. Was hat sich denn hier geändert? Also bei den Betrieben war es früher ja so, dass man erst ab einer einmaligen Auslastung von 25% in die Betriebe investieren konnte und auch Waren anliefern konnte. Diese Grenze gibt es jetzt nicht mehr. Also sobald ich den Betrieb angeschlossen habe und die Ware angefordert wird, kann ich investieren. Das habe ich ja schon mal gemacht, zum Beispiel in diesem Betrieb auf Level 1, der noch nicht angefahren wurde. Und ich kann auch sofort Waren hinliefern zu diesem Betrieb, was früher auch erst ab der 25% Auslastung möglich war. Du hast ja schon die Performance-Verbesserung im Endspiel angesprochen. Gibt es denn auch spielerisch irgendwelche Änderungen im Endspiel? Ja, es ist jetzt so, dass erst alle 12 Waren erledigt werden müssen im Endspiel, bevor ich 12 neue Waren bekomme. Erledigte Waren können aber noch gegen Geld so lange weitergefahren werden, bis eben dieser Tausch erfolgt, dass ich 12 neue Waren bekomme. Außerdem gibt es für alle Stadtfahrer noch ein Bonbon, das heißt, jeder Spieler, dessen Heimatstadt das Endspiel gewinnt, bekommt nochmal 10.000 Prestige am Ende gut geschrieben. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema, die Loks in unserem Spiel. Ich denke mal, da bin ich auch nicht allein, ich denke mal, auch ihr findet die Loks toll. Was gibt es denn da Neues im RTS-Update? Also für dieses Update haben wir jetzt die Loks der 5. Epoche komplett überarbeitet, alle im neuen Gewand. Außerdem, wie ihr hier sehen könnt, gibt es jetzt einen Epochenbalken, also ihr könnt bequem, schnell zu eurer Lieblingslok wechseln und es ist auch möglich, zwischen den Epochen hin und her zu schalten. Also wenn ich jetzt in der 5. noch bin, kann ich mit einem Klick in die 6. wandern und wieder zurück. Und da seht ihr auch eine weitere Änderung. Die Bonusloks sind jetzt auch schön in groß in dem Lokkaufen-Screen drin. Und wenn ihr die noch nicht haben solltet, ich habe sie jetzt hier natürlich schon, könnt ihr direkt von hier in die Lotterie wechseln und versuchen, sie dort zu gewinnen. Die Lotterie hast du ja schon angesprochen. Jetzt befinden wir uns auch auf dem genannten Screen. Ich sehe hier eine Gratisinvestition unter möglichen Gewinnen und auch einen Lok-Boost-Gutschein. Meines Wissens gab es das auch vorher nicht, oder? Ne, wir haben ganz viele gerade Gutscheingewinne jetzt neu in der Lotterie. Zum Beispiel auch eine Gratis-Lok oder einen Gutschein für eine Zentralenspende. Weitere Gewinne sind ein Schienengutschein, also ich kann Schienen bauen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Oder auch Bahnhofsgebäude billiger oder sofort Ausbau. Es gibt zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Bedienung des Spiels. Einige davon will der Bruno euch jetzt mal direkt zeigen. Also das erste, was ich euch mal zeigen kann, ist, man kann jetzt zwischen den Fahrplänen der einzelnen Loks durchschalten mit diesem Pfeil hier. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier das Krokodil fahren, dann kann ich gucken, was fährt dann mein nächster Zug und kann so zwischen den einzelnen Loks hin und her schalten. Dann ein weiteres Feature ist, wenn ihr einen Plus-Account habt, könnt ihr hier eure Loks auswählen und mehrere gleichzeitig oder sogar alle zurück zur Stadt schicken. Das ist besonders vor Wettbewerben natürlich sinnvoll. Eine weitere Sache ist, dass man jetzt gewisse Positionen auf der Karte speichern kann. Zum Beispiel, wenn ich mir diesen Ölbetrieb einprägen möchte und dann kann ich das tun, indem ich Steuerung und eine Ziffer drücke. Ich habe jetzt hier mal die 1 gedrückt. Dann seht ihr hier, Taste erfolgreich belegt. Dann gehe ich mal woanders hin auf der Karte, zum Beispiel zur Stadt. Nehme hier die 2. Hat auch funktioniert. Und ich kann jetzt, wenn ich die 1 drücke, direkt zum Ölbetrieb wechseln und mit der 2 wieder zurück zur Stadt. Zum Abschluss unseres Videos widmen wir uns mal der Atmosphäre von Rail Nation.
Ja, bei der Atmosphäre können wir sagen, dass wir am Sound viel gemacht haben. Ich rufe das mal hier auf. Wie ihr seht, haben wir jetzt eine Hintergrundmusik. Und ihr könnt jetzt alle Sounds einzeln an- und ausschalten. Wenn ihr zum Beispiel nur eure Züge hören wollt, könnt ihr nur die Züge einschalten. Oder so wie ich, jemand, der auch im Büro das Spiel natürlich spielt, kann alle Sounds ausschalten, außer die Warngeräusche, und wird dann informiert, wenn zum Beispiel ein Wettbewerb stattfindet. Man kann hier sogar einstellen, dass man diese Geräusche hören möchte, wenn man inaktiv ist. Also wenn ich zum Beispiel Railnation als Tab offen habe und dann auf eine andere Seite wechseln möchte, höre ich trotzdem, wenn ein Wettbewerb beginnt oder wenn ich eine SMS oder eine Nachricht bekomme. Super, vielen Dank Bruno für deine Zeit. Das waren, glaube ich, viele Informationen. Wir wünschen euch da draußen ganz viel Spaß mit dem neuen, schnellen Railnation und ich würde sagen, wir hören jetzt ein bisschen in die neue Musik rein.